Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Cryo Precision der SPC, der JPC 2.0 und der AVS Plattenträger im direkten Vergleich. Wir haben uns gedacht, wir machen euch mal eine Zusammenfassung bzw. mal einen direkten Vergleich zu diesen drei Plattenträgern von Cryo Precision, die wir hier haben. Das ist der SPC, der JPC 2.0 und der AVS. Einfach damit ihr vielleicht eine kleine Entscheidungshilfe bekommt, was für euch der richtige Plattenträger ist, beziehungsweise welcher wo seine Stärken hat und wo seine Schwächen. Los geht's mit dem JPC 2.0. 2.0 sagt schon der Name, es gab mal einen JPC 1.0, beziehungsweise den gibt es auch noch. Die Unterschiede sind im Großen und Ganzen eigentlich, dass der JPC 1.0 direkt eine Känguru-Flap mit integriert hat, die nicht abnehmbar ist, wo man 3 AR-15-Magazine einschieben kann. Er hat keine Zip-on-Panels, die ihr dann nachher seht, wenn wir auf die Rückseiten der Plattenträger gehen, hat der JPC 2.0 hat das, der JPC 1 nicht. Und das Notfallabwurfsystem ist beim JPC 2.0 direkt integriert, beim JPC 1 müsst ihr es nachrüsten. Das sind so die groben Unterschiede zwischen diesen beiden Plattenträgern. Der JPC ist der Jump Plate Carrier von Cryo, ist einer der leichten Plattenträger, sage ich mal. Der war seinerzeit oder ist seinerzeit der universellste Plattenträger, der auch häufig von vielen Firmen im Design her gruppiert wird. Das Besondere hier ist, man hat im Endeffekt Plattentaschen, die mit Schultergurten verbunden werden, wo man hier auf das Hyperlon-Material gesetzt hat, also sehr robust, aber dennoch sehr, sehr flach. Also gerade hier im Anschlag mit dem Gewehrschaft optimal zum Arbeiten. Und ansonsten hat man hier einen Plattenträger, den ich, wie ihr sehen könnt, auch universell aufrüsten kann. Also man hat hier standardmäßig einen Dreiband-Kammerband dabei, der ist jetzt hier schon modifiziert, damit man ihn mit First Spear Tubes schnell abnehmen kann. Normalerweise kommt der mit einer Klettflap. Das wäre eine Möglichkeit, wie ihr den zum Beispiel aufrüsten könnt. Ihr könnt ihn natürlich aber auch mit einem Zweiband-Kammerband benutzen oder eben mit einem elastischen Kammerband. Oder aber ihr könnt sogar hergehen und ihn komplett mit einer Side Armor Plate benutzen, ohne einen Kammerband. Das heißt, da wird einfach hier die Platte schräg verbaut. Die JPC Sideplate Platte wird dann im Endeffekt vorne und hinten fixiert. Dafür sind Haltepunkte am Plattenträger hier hinten direkt vorhanden, an die ihr das Ganze befestigen könnt. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, das Ganze aufzubauen. Eine Besonderheit, beziehungsweise etwas, was alle Cryo-Plattenträger gemeinsam haben, sie sind auch auf die Cryo Front Flaps ausgelegt. Wenn ihr also was weiß ich, ein Haley-Flap habt oder ein Spiritus oder was auch immer, Ferro-Concepts, dann müsst ihr mit Adaptern arbeiten. Ihr habt von Excel Advanced, gibt es hier, die sind auch hier an allen drei Plattenträgern verbaut, gibt es hier verschiedene Modelle, mit denen ihr dann Plakats, die nicht von Cryo sind, benutzen könnt. Bei Cryo ist es so, die werden eingeschlauft einfach. Dadurch sind sie natürlich schön flach, aber sind halt fix montiert und lassen sich dadurch halt eben auch nicht schnell mal austauschen. Wie gesagt, mit dem Excel Advanced Update könnt ihr hier dann jedes x-beliebige Plakat benutzen. Und das Schöne ist, dann könnt ihr auch in der Regel wählen, ob ihr mit G-Hooks arbeitet oder mit Fast-Action oder was auch immer ihr benutzen wollt, um so ein Plakat zu befestigen. Gehen wir einmal auf die Rückseite. Beim JPC 2.0, beim SPC und auch beim AVS habt ihr jeweils rechts und links zwei Reißverschlüsse, um nochmal Zip-on-Panels zu benutzen. Bei Cryo gibt es da verschiedene Modelle. Ich habe hier mal ein Molle-Panel einbestücktes für euch als Beispiel. Das wird dann einfach hier mit Pull-Tabs im oberen Bereich befestigt, dann mit zwei Reißverschlüssen fixiert. Wer möchte, kann auch nochmal hier in der Mitte das Ganze befestigen. Und hier unten wäre nochmal ein Klettstreifen, wo man nochmal zum Beispiel eine Doppelmagazintasche quer horizontal nochmal anbringen könnte. Der Vorteil hier ist, beziehungsweise von den Größen her muss man sagen, die Plattenträger gibt es ja in verschiedenen Größen, S, M, L, XL, und die Zip-on-Panels sind in der Version 2.0 sind sie in Doppelgrößen, das heißt, es gibt ein SM-Panel und ein LXL-Panel. Bei den Molle-Panels habt ihr den Vorteil, die Medium-Panels, die passen hier zumindest, was wir jetzt nachvollziehen konnten, auf die, logischerweise, wie der Name sagt, müssen sie auf S passen. Sie passen auf M, sie passen aber auch auf L-Plattenträger. Auf XL haben wir leider nicht hier, können wir nicht nachstellen, aber einfach, dass ihr das wisst, die Molle-Panels sind sehr universell und passen. Wenn ihr andere Panels von Cryo habt, die hier schon die anderen Taschen unten fixiert haben, habe ich auch eins hier.
Die sehen dann so aus. Das wäre jetzt hier ein Pouch-Panel. Da habt ihr unten fixiert 2 Magazintaschen. Diese passen zum Beispiel dann nur explizit auf die Größen, für die sie gemacht sind. Also S und M für S und M Plattenträger und L und XL für XL und L Plattenträger. Ja, wie ich schon gesagt habe, der JPC hat hier ein Schnellabwurfsystem, ein proprietäres, würde ich sagen. Man hat hier im Endeffekt 2 Toggles, an denen man ziehen kann und dadurch zieht sich hier innen der Klett unter dem Schulterpolster auf. Das haben wir beim SPC, haben wir das auch, da haben wir es euch auch gezeigt. Das könnt ihr euch im Video im Detail mal anschauen. Also wen das wichtig ist, diese Möglichkeit wäre hier gegeben und ansonsten hier, wie gesagt, standardmäßig mit Klett. Der SPC ist ein Cordura-Plattenträger, also relativ, in Anführungszeichen, schwer. Es ist relativ leicht gemacht von der Skelettierung her. Man hat hier im oberen Bereich Mesh verbaut auf der Innenseite, aber eben kein ultraleicht Plattenträger. Den SPC haben wir euch ja schon, wie gesagt, im Detail vorgestellt. Der ist wirklich auf ultraleicht getrimmt. Das heißt, man hat hier auf Laser Cut gesetzt. Das heißt, auch gerade für maritime Einsätze wäre der SPC geeignet. Bei Core Performance gab es letztens ein Video, wo sie das alles mal verglichen haben. Da ist der SPC auch mit relativ weit oben dabei beim Nassgewicht. Also das Laminat hier nimmt kaum Wasser auf. Das Einzige, was halt Wasser aufnimmt, ist hier ein bisschen das Meshmaterial auf der Innenseite. Sollte man sich bewusst sein. Und natürlich auch, wenn ihr sagt, ihr braucht ein bisschen mehr Schutz für eure Platten. Beim SPC sind die Platten hier exponiert. Das heißt, ich habe hier immer irgendwo die Platte noch ein Stück rausgucken. Das sollte euch auf jeden Fall auch bewusst sein. Der SPC ist im Gegensatz zum JPC kommt der ohne Kammerband. Das heißt, ihr müsst hier auf jeden Fall einen Kammerbund zusätzlich kaufen. Wir haben jetzt hier den SPC-Kammerbund natürlich verbaut. Man kann natürlich auch einen Dreiband-Kammerband oder einen normalen Zweiband-Kammerband benutzen, wobei der SPC-Kammerbund eine Besonderheit hat. Der hat nämlich hier Tegris-Streifen integriert. Das heißt, er hat eine sehr, sehr gute Struktur. Der Kammerband umgibt im Endeffekt den Körper wie einen Ring. Das heißt, wenn ich hier mit größerer Last arbeite, also zum Beispiel mit Zip-on-Panels, mit Breacher-Ausrüstung, habe ich hier eine sehr, sehr gute Lastenübertragung, ohne dass die Platte nach hinten runterzieht. Das wäre beim JPC zum Beispiel nicht der Fall. Weiterhin habe ich hier die Möglichkeit, den Kammerbund relativ weit runterzusetzen. Ich habe hier normalerweise meine Aufnahme für ein Dreiband-Kammerband. Ich kann aber auch das Ganze eins nach unten setzen, wie ihr hier sehen könnt. Und dann hier an 2 zusätzlichen Schlaufen, die hier unten verbaut sind, den Kammerband dann etwas tiefer setzen. Somit ergibt sich dann eine bisschen bessere Geometrie, was auch nochmal bei der Lastenübertragung stützt. Ja, ansonsten die Besonderheit hier ist der Kammerband. Der wird nämlich nicht nur geklettet, sondern eben auch hier nochmal mit einer Schaufel eingeschoben in die Plattentasche rein. Das heißt, dadurch ist der Kammerband sehr formstabil. Der SPC ist der jüngste Plattenträger aktuell. Das heißt, man hat sich da so ein bisschen am AWS orientiert. Man wollte nur noch mal eine Lösung schaffen, die ein bisschen leichter ist. Und aus dem Grund hat man hier diese Schaufeltasche gemacht, um den Kammerband zu fixieren, um dadurch eine sehr hohe In-sich-Steifigkeit zu schaffen. Der AWS ist das Flaggschiff von Crye. Da gibt es auch ein sehr umfangreiches Portfolio mit verschiedenen Kammerbünden, Rucksäcken, Harness-Systemen, Chestricks. Also man kann hier sehr, sehr individuell die Sachen nutzen. Die sind auch teilweise nutzbar für SPC und für JPC. Das müsst ihr euch einfach mal auf deren Webseite angucken. Wenn ihr da irgendwelche Detailfragen habt, lasst uns wissen. Dann können wir da auch mal ein Setup zusammenbauen, wie ihr das gerne mal sehen wolltet. Der Hauptvorteil beim AWS ist die Lastenübertragung. Das wird in dem Fall so realisiert, dass hier im Endeffekt ein Harness-System unter dem Kammerband verbaut ist. Ihr seht, ihr habt den ganz normalen Kammerband, ein Dreiband in dem Fall, und unten drunter ist hier ein Harness-System, was ähnlich wie beim SPC in eine Schaufel gesteckt wird, nur hier ist es halt hinter der Platte und dadurch ergibt sich der Ring, den ich vorhin schon erwähnt habe, der den Körper stützt. Nur ist es hier natürlich ein komplettes System bestehend aus Schulterträgern in ein Harness übergehend und dann hier in den Bauch. Und das hat eine exzellente Lastenübertragung. Das heißt, wenn ihr hier mit höherer Last arbeitet, dann habt ihr garantiert auf lange Sicht keine Probleme.
Dafür gibt es natürlich dann da wiederum andere Probleme. Denn ihr seht es hier schon, es ist natürlich alles sehr verbaut. Es ist sehr von den thermischen Eigenschaften suboptimal. Also mit so einem Plattenträger wird man definitiv mehr schwitzen als jetzt mit einem SPC oder mit einem JPC. Auch das Nassgewicht, also wenn ihr den maritim einsetzen wollt, hättet ihr hier auch deutlich höheres Gewicht als bei den anderen beiden Plattenträgern. Also auch das Leergewicht trocken ist schon höher. Das sollte euch einfach bewusst sein. Wenn ihr mit einer höheren Ladung arbeiten wollt, ideal, ansonsten eher suboptimal. Was gibt es hier sonst noch zu sagen? Die Plattentaschen werden hier auf das Harness oben aufgesetzt. Auch hier wieder mit Zip-on-Panels zur Verfügung. Ihr könntet auch alternativ den AVS 1000 Rucksack von Crye hier in verschiedenen Varianten verbauen. Der kann entweder einmal natürlich regulär wie ein Rucksack getragen werden oder aber ihr könnt ihn per Molle auf die Plattentasche aufschlaufen. Oder aber, wie ihr hier sehen könnt, sind hier auch die Vorbereitungen für ein Kammerband. Das heißt, ihr könnt hier auch hergehen und den am Harness verbinden oder eben so am Plattenträger verbinden, dass der Rucksack euer Rückenteil darstellt und die Schutzplatte wird dann quasi hier im Rucksack verbaut. Dazu ist hier auch ein Höhenverstellsystem drin. Das heißt, auch hier hat man mit der Platte von der Höhenjustierung kein Problem. Das wäre auch eine Möglichkeit nochmal, die funktioniert. Das funktioniert übrigens auch mit dem JPC und dem SPC. Könnt ihr beide nehmen und mit dem Rucksack verheiraten, nur halt dann eben ohne das Harness-System. Eins gibt es noch zum AVS zu sagen, und zwar die Fanny-Aufnahme. Es hat sich ja inzwischen durchgesetzt, dass man hier diese Subload-Taschen bei Plattenträgern verwendet. Die werden dann einfach hier unten drunter gebaut. Man kann sie natürlich ganz normal zwischen die Placard und die Platte klemmen. Dann hängt sie aber relativ weit vorne und kann baumeln. Dengler, sagt ja auch schon der Name. Das ist jetzt hier von Ferro-Konzepts einer. Um das zu verhindern, haben viele Leute das so gemacht, die haben im Endeffekt den Dengler dann in die Plattentasche eingeklettet. Die Platten, wo die Platten eingeschoben werden, ist ja auch immer ein Klett vorhanden. Und da haben eigentlich auch die meisten Hersteller das genau so gemacht, wie die Dengler funktionieren. Das heißt, auf der Vorderseite Flausch und auf der Rückseite Klett. Das heißt, es funktioniert wunderbar. Und dadurch ist natürlich der Dengler ganz nah am Körper und sitzt dann unter der Platte, ist zwar schwerer erreichbar, aber ist dafür halt nicht so, dass er irgendwie in der Gegend herumdengelt. Das funktioniert beim AVS nicht. Auch da wiederum müsst ihr auf ein Excel-Upgrade zurückgreifen, was dann im Endeffekt von hinten reingebaut wird, um dann eben den Hakenkletten, den Flauschklett in der richtigen Reihenfolge anzubieten. Denn hier hat man das genau andersrum. Hier ist quasi vorne der Hakenklett an der Plattenflappe und der Flauschklett ist auf der Rückseite. So viel nochmal dazu. Kommen wir zur Zusammenfassung. Zusammengefasst kann man sagen, dass der JPC für alle Leute der richtige Plattenträger ist, die einen leichten Plattenträger wollen, der bedingt skalierbar ist, also schon ein bisschen aufgerüstet werden kann, also eben auch mit Seitenschutz, aber für höhere Lasten eher ungeeignet ist. Das heißt, wenn ihr am Breacher seid, der viel am Rücken tragen muss, ist der JPC für euch eventuell der falsche Plattenträger. Der SPC hingegen ist da schon die bessere Wahl. Der ist für mittlere Lasten gut geeignet. Auch für einen maritimen Einsatz ist der hier perfekt. Würde beim JPC auch gehen, aber der SPC ist dafür optimiert. Das wäre die Stärke beim SPC. Und der AVS ist für alle, die wirklich über lange Zeit und viel Last tragen müssen. Dafür ist der AVS, wobei der natürlich auch mit verschiedenen Upgrades oder eben auch ohne Harness genutzt werden kann und somit die meiste Universallösung bietet, aber auch vom Preis her das teuerste ist. Da kommen wir nämlich jetzt auch wieder zum Preis. Der günstigste Plattenträger wahrscheinlich ist der JPC, weil der kommt bereits mit einem Dreiband-Kammerband. Wenn ihr einen anderen Kammerband kaufen wollt, ist vielleicht der SPC die ideale Variante für euch. Und wie gesagt, der AVS, der schlägt mit dem höchsten Preis zu Buche. Aber eben dadurch, dass es so ein in sich geschlossenes Ökosystem ist und es kaum andere Plattenträger auf dem Markt gibt, die euch so eine Lastenübertragungslösung bieten, von daher auch irgendwo gerechtfertigt. Ihr bekommt die Produkte von Crye Precision inklusive der Plattenträger bei Messer Waffenhandel. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Habt ihr einen Crye-Plattenträger und wenn ja, welchen? Und wenn ja, warum? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.